Na, ist es bei euch auch so? Eure Kaffeemaschine tröpfelt nur so vor sich hin, es kommt nur ein Rinnsal heraus und ihr habt schon alles gereinigt? Es kann sein, dass ihr was Wichtiges vergessen habt. In diesem Video gibt es den Tipp dazu, damit die Kaffeemaschine wieder richtig läuft. Hier bei Jans Technik Channel. Holt eure Brühgruppe heraus und schraubt die zwei Torx-Schrauben des oberen Bauteils ab. Zieht das Bauteil ab. Das Ganze muss später auch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Nun seht ihr das runde Plastikteil, welches mit einem Dichtring versehen ist. Das Ganze ist nur auf die Brühgruppe aufgeklipst. Wer genau hinschaut, sieht die Sicherungen. Auf jeder Seite sind es jeweils zwei. Alle 4 müssen nun eingedrückt werden, damit das Bauteil ausgebaut werden kann. Am besten drückt ihr erst 2 von der einen Seite ein, drückt das Teil ein wenig herunter, damit diese nicht wieder einrasten, und nehmt euch dann die andere Seite vor. Und hier, dieses Gitter, das ist das Problemkind. Dieses muss aufgeschraubt und gereinigt werden. Dann waschen wir mal alles. Es ist sauber, wenn die Öffnungen wirklich frei sind. Ihr könnt das Ganze auch gegen ein Licht halten. Je mehr Löcher frei sind, umso besser wird der Kaffee durchlaufen. Schraubt nun wieder alles zusammen. Schaut beim Aufstecken darauf, dass es richtig herum gemacht wird. Nehmt die Brühgruppe mit dem Loch an der Seite, positioniert nun das obere Bauteil so, dass, wenn ihr das letzte Teil aufschraubt, die Öffnung auf die gleiche Seite schaut wie das Teil an der Seite. So muss es dann aussehen. Setzt nun die Brühgruppe wieder ein. Nun kommt die Stunde der Wahrheit. Wir lassen uns einen Kaffee raus und sehen, dass der Kaffee wieder so rauskommt, wie er früher rausgekommen ist. Also vergleichen wir nochmal das Video, wie es davor getröpfelt hat. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und würde mich natürlich über ein Abo meines Kanals freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Jan.